Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz leckeres Suppenrezept für euch für so eine cremige Auberginensuppe. Das Rezept wurde von Baba Ganoush inspiriert und die Suppe wird genauso wie Baba Ganoush mit gerösteten Auberginen gemacht und etwas Tahina. Die Suppe hat ein wunderschönes Aroma von den gerösteten Auberginen und die Tahina gibt eine sehr leckere, nussige Note. Und jetzt werde ich dir zeigen, wie du diese leckere Suppe ganz einfach selber machen kannst. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Das Zubereiten geht ganz einfach und schnell. Als erstes werde ich die Auberginen rösten und ich werde die Auberginen im Backofen rösten, ganz rösten. Dann müssen wir die nicht schneiden oder irgendwie vorbereiten. Einfach nur die Auberginen mit einer Gabel anpieksen. Dann brauchen wir auch noch einen ganzen Knoblauch und den Knoblauch, ich entferne erst so ein paar Stücke von der Schale, die so lose waren und dann einfach den Knoblauch halbieren. Jetzt, wenn du Knoblauch gar nicht magst, dann kannst du den Knoblauch auch weglassen. Und jetzt werde ich dann die Auberginen und Knoblauch auf ein Backblech legen. Erst etwas Olivenöl dazu, dann den Knoblauch und die Auberginen so leicht im Olivenöl wälzen oder mit Olivenöl bedecken. Und salzen werde ich die an dieser Stelle nicht. Jetzt werden die im Backofen geröstet bei 200 Grad und ungefähr 30 bis 45 Minuten, bis die Auberginen schön geröstet sind und sehr weich geworden sind. Dann, wenn die Auberginen so richtig weich geworden sind, aus dem Backofen holen und kurz abkühlen lassen, so dass man die anfassen kann, so dass wir dann die Schale entfernen können. Und bei mir hat es jetzt 45 Minuten gedauert. Jetzt sind die Auberginen so richtig weich und ich lasse die kurz abkühlen und dann werde ich die Schale entfernen. Ich habe die Auberginen auf dem Balkon abgekühlt. Gerade ist es immer noch so kalt, dass das auch dann hilft und nach 10 Minuten sind die schon leicht abgekühlt. Jetzt werde ich noch die Schale entfernen, dann die Auberginen noch etwas kleiner hacken. Das macht dann die Arbeit für den Mixer etwas einfacher. Dann noch eine halbe Zitrone entsaften. Das ist kein Muss, aber wenn du magst, dann kannst du etwas Säure dazu geben. Die Zitrone erst so rollen, dann ist es einfacher zu entsaften. Mit einem Gabel so pieksen und dann in den Topf direkt entsaften. Dann gebe ich auch noch den Knoblauch dazu. Der Knoblauch ist auch schön geröstet. Nur aufpassen, dass keine Schale mitkommt. Dann noch eine Dose Kokosnussmilch. Wenn du den Kokosnussmilch nicht magst, kannst du auch Sahne anstatt nehmen. Dann 2 große Esslöffel Tahina dazugeben. Es ist eine Sesampaste und es gibt eine schöne Cremigkeit für die Suppe. So, jetzt kurz vermischen und ich werde jetzt an dieser Stelle die Suppe pürieren und erst danach dann Gemüsebrühe dazugeben. Ich gebe erst ungefähr Hälfte von Gemüsebrühe dazu und ich werde jetzt kurz weiter pürieren. Und weil es immer noch sehr dickflüssig ist, werde ich noch den Rest dazugeben und nochmal kurz pürieren. Die Suppe ist richtig schön cremig geworden. Und jetzt, dass wir alles dazugegeben haben, auch die Gemüsebrühe, können wir die Suppe probieren und nachwürzen, wenn nötig. Ich mag es erst am Ende würzen, weil dann habe ich schon alle Geschmäcker da und ich kann dann am besten anpassen, wie viel Salz es braucht. Aber wichtig, erst probieren.
Super lecker. Es schmeckt so richtig nach gerösteten Auberginen. Und die Tahini gibt so eine schöne Sesamnote. Wirklich, wirklich lecker. Und jetzt werde ich dann mit Salz würzen. Es braucht nur etwas Salz. Dann auch etwas schwarzer Pfeffer. Nach Geschmack. Kann man auch weglassen, wenn man das nicht mag. Dann gebe ich auch etwas Thymian, getrocknete Thymian dazu, weil ich den Thymian einfach so sehr mag. Und vor allem in Suppen und im Gemüsesuppen. So ungefähr eine Teelöffel Thymian. Wieder, das ist kein Muss, wenn es dir nicht schmeckt. Dann nochmal vermischen. Und ich werde die Suppe ganz kurz erhitzen, weil es gerade durch die Kokosmilch etwas abgekühlt ist. Und ich will, dass alles wieder warm wird, weil ich die Suppe direkt dann probieren werde und mir für ein leichtes Mittagessen jetzt nehme. Vor dem Servieren werde ich die Suppe noch mit etwas Tahini, frischer Petersilie und Chiliflocken garnieren. Ich hoffe, dir hat meine ganz einfache Auberginencremesuppe gefallen. Ich bin schon voller Vorfreude und freue mich schon, die Suppe gleich zu genießen. Bevor ich gehe, wollte ich dir aber fragen, isst du gerne Suppen? Und wenn ja, dann welche Art Suppen isst du am liebsten? Solche Cremesuppen, pürierte Cremesuppen oder Suppen, die nicht püriert werden? Lass mir gerne einen Kommentar unten und dann kann ich die Rezepte etwas anpassen. Ich dachte, ich starte jetzt etwas Neues und ich werde einen Suppensonntag machen. Ab und zu, jeden Monat wird es bestimmt 1 oder 2 Rezepte geben, abhängig von Saison. Und es gibt dann solche leckere Suppenrezepte für euch. Toll, oder? Wenn die dir gefällt, dann auch wieder gerne einen Kommentar unterlassen, dann weiß ich auch Bescheid und dann werde ich auch bestimmt mit dieser Idee fortfahren. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.